Die Zeit verging viel zu schnell und sie spielten alles nur einmal komplett durch, bevor die drei Waterley wieder die Halle betraten. Sie setzten sich in die erste Reihe und lehnten sich betont entspannt zurück. Als Salika den Blick von dem Blauauge traf, wurde ihr wieder schlecht. Was war das nur? Sie gingen gemeinsam hinten von der Bühne, als der Terraner zu ihnen kam, der die Veranstaltung bereits am Vortag moderiert hatte. »Guten Tag«, lachte er ihnen entgegen. »Wie ich sehe, habt ihr euch auch Verstärkung geholt.« »Gegen solch eine Armada muss man erst mal ankommen«, meinte Adea trocken. In diesem Moment knurrte Shanis Magen. Sie sahen sie an. Shani räusperte sich. »Entschuldigung, gibt es jemanden, der uns für nach dem Auftritt etwas zu essen bringen kann?« »Selbstverständlich, ich habe schon etwas veranlasst.« Der Terraner nickte verständnisvoll. Die drei Waterley traten dazu. »Wann geht es denn los?« fragte der mit den türkisen Haaren. Der Terraner sah kurz nach dem Stand der Sonne. »Wenn die Sonne durch das mittlere Fenster scheint, lassen wir die Zuschauer herein und sobald alle Plätze eingenommen sind, kann es losgehen. Wer fängt denn an?« »Wir lassen den Feuranis den Vortritt«, antwortete Lukian und verschränkte die Arme. »Dann los, Mädels, schmeißen wir uns in die Kostüme.« Shani scheuchte Salika, Adea, Li und Lien hinter die Bühne. Sie waren total kribbelig und sprachen kein Wort mehr. Hinter der Bühne waren Umkleideräume, in denen sie ihre Kleidung aus dem Verleih untergebracht hatten. Salika schlüpfte nur in einen schwarzen Pullover und eine enge schwarze Hose, Shani in ein rotes langes Kleid mit weißen Handschuhen und Adea in einen roten Hosenanzug mit weißer Bluse. Als sie fertig hinter der Bühne standen, hörten sie das Geplauder aus dem Zuschauerraum. »Was macht deine Übelkeit?« fragte Shani bei Salika nach. Sie stemmte die Hände in die Seiten und drückte ihre Taille zusammen, wobei sie ausatmete. »Ich versuche mich auf euch zu konzentrieren.« Shani hielt ihnen ihre Hand nach oben geöffnet hin. »Heute ohne Feuer, aber Hand auf Hand.« Sie wechselte mit Li und Lien, Adea und Salika einen Blick und jede legte eine Hand in ihre. »Ich freue mich auf den Auftritt. Danke, dass ihr meine Ideen zur Wirklichkeit macht.« Etwas weißer Rauch setzte sich auf ihre Wimpern und ihre Stimme zitterte leicht. Sie lächelten sie an und zogen ihre Hände wieder zurück. In der Halle flackerten die Fackeln kurz kleiner und größer auf. Das Stimmengewirr wurde kurz lauter, dann kehrte langsam Ruhe ein. Adea knackte ihre Finger. »Es geht los.« Sie gingen die Treppe zur Bühne hinauf und warteten auf die Ansage des Moderators. »Herzlich willkommen zum Wettbewerbsfinale zwischen den 3 Feuersäulen und den Gesieren. Beide haben sich für ihren Auftritt Verstärkung aus den gestrigen Reihen geholt und wir sind sehr gespannt, was sie in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben. Heute werdet ihr im Publikum den Bewertungsstab ersetzen. Die Gruppe mit dem lauteren Applaus gewinnt. Ich werde nach beiden Auftritten nochmal zu euch sprechen, um euren Applaus im direkten Vergleich einzufordern. Aber jetzt freuen wir uns auf die 3 Feuersäulen und ihre Vorstellung, der Auftrag für die Königin.« Die Zuschauer klatschten und das Licht wurde auf ein Minimum reduziert. Adea kam hinter dem Vorhang hervor, mit einem breiten Lächeln im Gesicht und weit geöffneten Armen. »Herzlich willkommen! Wie ich sehe, seid ihr zahlreich erschienen, um uns zu sehen. Und allein das ist ein Applaus wert.« Sie klatschte dem Publikum, das mit einstimmte. »Das hört sich doch schon super an. Wir brauchen für unseren Auftritt noch etwas lautmalerische Unterstützung. Und wer eignet sich dafür besser als ihr?« Wieder öffnete sie ihre Arme weit zum Publikum, das teilweise lachte, teilweise zustimmend klatschte. »Zum Warmwerden machen wir ein paar einstimmende Übungen, damit ihr, wenn es drauf ankommt, voller Feuereifer dabei seid. Also, seid ihr bereit?